In diesem Video zeige ich ein Dorf wie aus dem Märchenbuch. Wir sind in Beilstein an der Mosel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Beilstein an der Mosel ist eines der charmantesten Dörfer in Rheinland-Pfalz. Mit nur etwa 130 Einwohnern zählt es zu den kleinsten Orten an der Mosel, begeistert aber mit historischem Flair, romantischer Architektur und einer malerischen Lage inmitten steiler Weinberge. Beilstein liegt im Landkreis Kochenzell und wird oft als Dornröschen der Mosel bezeichnet, ein passender Beiname für diesen märchenhaften Ort. Über dem Dorf erhebt sich die Burgruine Metternich, eine der eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten der Region. Die Burg wurde vermutlich im 12. Jahrhundert gegründet und 1268 erstmals urkundlich erwähnt. Sie gehörte ursprünglich den Herren von Braunshorn, später den Herren von Winneburg und schließlich der Familie Metternich. Im Pfälzischen Erbfolgekrieg zerstörten französische Truppen 1689 weite Teile der Anlage. Trotz der Zerstörung sind bedeutende Teile der Ruine erhalten. Mauerreste, ein Bergfried, Tore und Zinnen vermitteln einen guten Eindruck vom früheren Ausmaß. Besonders bekannt ist der Torturm, von dem man einen spektakulären Ausblick ins Moseltal genießen kann. Heute ist die Burgruine frei zugänglich. Ein Besuch lohnt sich besonders bei gutem Wetter, denn der Aufstieg wird mit einer großartigen Aussicht auf Fluss, Weinberge und Beilstein belohnt. Tafeln vor Ort geben Auskunft über die wechselhafte Geschichte der Burg und die einstigen Bewohner. In den letzten Jahren wurden umfangreiche Restaurierungsmaßnahmen durchgeführt, um das Gemäuer zu erhalten. Neben dem kulturellen Wert hat sich die Ruine zu einem beliebten Ziel für Wanderer, Fotografen und Geschichtsinteressierte entwickelt. Viele Besucher beginnen oder beenden ihren Rundgang durch Beilstein hier oben. Der perfekte Ort für erste Eindrücke oder einen würdigen Abschluss. Die Verbindung aus Natur, Aussicht und Geschichte macht diesen Ort besonders. Wer die Ruhe sucht und dabei eintauchen möchte in die Vergangenheit einer traditionsreichen Region, wird in Beilstein und auf der Burg Metternich einen unvergesslichen Ort finden. Die Altstadt von Beilstein ist geprägt von verwinkelten Gassen, Fachwerkhäusern aus dem 17. und 18. Jahrhundert sowie kleinen Plätzen, die Geschichten aus vergangenen Jahrhunderten erzählen. Alles wirkt wie aus einem anderen Zeitalter. Im Zentrum des historischen Ortes liegt die berühmte Klostertreppe. Sie wurde 1725 erbaut und verbindet den unteren Ortsteil mit der Karmeliterkirche St. Joseph. Die Treppe besteht aus 108 steinernen Stufen, flankiert von alten Mauern, Weinreben und schmiedeeisernen Geländern. Bekanntheit erlangte die Klostertreppe durch den Film »Wenn wir alle Engel wären« mit Heinz Rühmann aus dem Jahr 1956. In einer der zentralen Szenen steigt Rühmann die Treppe hinauf. Dieser Moment machte die Klostertreppe deutschlandweit berühmt. Seitdem ist sie Ziel vieler Besucher, die diesen Filmklassiker schätzen und die Originalkulisse erleben möchten. Die Atmosphäre an der Treppe ist einzigartig, still, würdevoll und doch offen für die Entdeckungen. Sie gehört heute zu den meist fotografierten Motiven in Beilstein. Wer hier entlang geht, spürt den Geist vergangener Jahrhunderte und ein wenig Filmgeschichte. Rund um die Treppe finden sich kleine Cafés, Weinstuben und Galerien. Alles wirkt gepflegt und doch ursprünglich. Beilstein ist kein Museumsdorf, sondern ein belebter Ort mit Seele. Gerade das Zusammenspiel aus Authentizität und kulturellem Erbe macht den Reiz aus. Ein Spaziergang durch die Altstadt mit einem Zwischenstopp an der Klostertreppe ist ein absolutes Muss. Oberhalb der Klostertreppe steht die barocke Karmeliterkirche St. Joseph, erbaut im Jahr 1692. Die Fassade wirkt schlicht, doch im Inneren überrascht die Kirche mit Helligkeit und eleganter Ausstattung. Weiß getünchte Wände, filigrane Stuckelemente und ein prachtvoll vergoldeter Hochaltar bestimmen das Erscheinungsbild. Besonderes Augenmerk verdient die schwarze Madonna von Beilstein, eine etwa 70 cm hohe Marienstatue aus dunklem Holz. Sie stammt vermutlich aus Spanien und kam im 17. Jahrhundert über Karmelitermönche nach Beilstein. Seitdem wird sie als Gnadenbild verehrt. Die schwarze Madonna ist Ziel von Wallfahrten, insbesondere im Mai und Oktober. Viele Gläubige bringen Kerzen, Blumen oder Gebete dar. In einem separaten Altarbereich aufbewahrt, strahlt sie spirituelle Kraft und Ruhe aus. Diese Verbindung von Kunst, Geschichte und gelebter Frömmigkeit verleiht der Kirche eine besondere Atmosphäre.
Der kleine Marktplatz von Beilstein bildet den idealen Abschluss eines Rundgangs. Umgeben von Fachwerkhäusern mit einem alten Ziehbrunnen im Zentrum verströmt er ländliche Idylle. Hier trifft man Einheimische wie Gäste, genießt regionale Küche oder ein Glas Riesling. Die umliegenden Lokale bieten Mosel-Flair pur. Am Abend, wenn Laternen leuchten und Gespräche leiser werden, entfaltet der Platz seinen besonderen Charme. Beilstein fasziniert durch seine Ursprünglichkeit, Geschichte und die harmonische Verbindung von Natur und Kultur. Ein Ort, der in Erinnerung bleibt. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus der Eifel-Mosel-Region interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.